Heute geht es um die Fehlersuche bei einer Nebelmaschine. Auf Kleinanzeigen fand ich eine Nebelmaschine zu verschenken. Genau meins, also nichts wie hin. A few moments later. So habe ich sie einmal kurz eingesammelt. Jetzt schauen wir sie uns mal an. Vom Zustand her sieht sie sogar vollständig aus. Typische altersbedingte Gebrauchsspuren sind vorhanden. Ist ja super, wenn die Flüssigkeit schon dabei ist. Zeit für einen Funktionstest. Aufheizen funktioniert noch, lässt sich auch einfach kontrollieren mit einem Infrarotthermometer. Während dem Aufheizen funktioniert die Pumpe noch nicht, ist aber normal bei den Geräten. Hier wird es dann wirklich interessant und haarsträubend. Es kommt vereinzelt etwas raus, das meiste läuft allerdings neben aus der Maschine raus. Schauen wir mal nach, wo das Wasser herkommt. Der Pumpenausgang selbst ist undicht. So wie der aussieht, wurde da aber auch schon mal behelfsmäßig irgendwas abgedichtet. Also Stecker ziehen und erstmal auseinanderschrauben. Aus dem fernen Osten kam dann auch schnell eine neue Pumpe. Die Abdichtung mit Teflonband oder irgendwas ähnlichem sieht man hier nochmal. Das hat definitiv auch schon die beste Zeit hinter sich. Dann schauen wir uns mal die neue Pumpe an. Es war eine Universalpumpe für Nebelmaschinen, wie man hier sieht, sogar mit Schmelzsicherung. Vom Formfaktor gleich, bloß der Fuß ist etwas anders. Sehen wir uns aber später an. Wenn das Gehäuse dann schon offen ist, schrauben wir einmal alles auseinander und sorgen noch dafür, dass das restliche Liquid bzw. die Nebelflüssigkeit dann aus dem Gehäuse verschwunden ist. Einmal mit dem Heißluftföhn trocknen, sauber machen, dann mit dem Rostentferner bzw. Rostumwandler von einer bekannten deutschen Marke alles einpinseln, wo es anfängt zu rosten. Der sorgt dafür, dass chemisch der Rost gestoppt wird und es nicht mehr weiter rostet. Danach kann dann alles wieder zusammengebaut werden. Jetzt adaptieren wir uns einmal die Pumpe, schrauben die schon mal fest und bauen dann den Rest zusammen.
Beim Heizblock mache ich das Ventil ab und diese Abdeckplatte, die wirklich furchtbar aussieht. Teste dann mal mit Druckluft, ob der Heizblock selbst noch durchgängig ist. Das Ventil schauen wir uns auch noch an. Das sieht auch noch normal aus. Nachdem das Abdeckblech einmal sauber ist, wird dann alles wieder zusammengeschraubt und der Heizblock wieder eingebaut. Von der neuen Pumpe habe ich jetzt die Quetschdichtung übernommen und die auf die Kupferleitung gesteckt, sollte auf jeden Fall funktionieren. Auch die Ringverschraubung passt tatsächlich vom Gewinde auf die Pumpe. Diese sitzt nach dem Anschrauben lediglich zu hoch. Gelöst habe ich das mit längeren Schrauben, Unterlagscheiben und mehreren Muttern zum Unterlegen, damit die ganze Pumpe einfach höher kommt. Dann alles festgeschraubt, alles mit Kabelbindern versehen, damit die Kabel nicht irgendwo an ein Heizelement kommen können und alles wieder zugeschraubt. Dann gucken wir doch mal, was die Pumpe macht. Erst gibt es mal schöne Ausdünstungen, was beim Aufheizen bei den Geräten aber auch normal war. Dann die Pumpe einmal füllen und langsam anfangen. Wie man sieht, es kommt schon etwas. Auch bei längerer Betätigung funktioniert. Dieses Spucken von dem Gerät, das war bei den Baujahren tatsächlich normal. Würde man engere Düse vorne verwenden, wäre das auch weg, dann hätte man aber höheren Druck im System. Und wie man sieht, es funktioniert. Wenn man auch fast nichts mehr sieht dadurch. Nun Gehäuse zusammenschrauben und abschließend nochmal einen kurzen Test. And hit me. Und mit diesem nebligen Erfolgserlebnis verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen und schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein.